Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video. Es geht um Zweiräder und wer muss dabei sein? Nämlich der Rocco, unser Fahrer für heute. Wir sind nämlich bei Starbiker. Wir haben unglaubliche 5 Grad Außentemperatur. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Es raucht schon förmlich und wir haben aber versprochen, euch über den Winter jetzt schön Content zu liefern zu Zweirädern, damit ihr dann für nächstes Jahr, für 2022 im Prinzip vorbereitet seid für die Motorradsaison oder Moped-Saison oder generell Zweiradsaison. Deswegen haben wir heute wieder ein neues Bike für euch zum Testen und zwar der Starbiker SB8, wieder perfekt für den urbanen Bereich. Nach dem Intro erfahrt ihr alles dazu. So, Rocco, du stehst schon bereit. Wir sind nämlich wieder, ich habe es eingangs schon gesagt, in Dortmund bei Starbiker. Im Prinzip haben wir jetzt, ich sag mal, eine Kooperation mit den Jungs. Ich finde, die machen geiles Zeug, wenn wir hier mal kurz rüberschwenken. Oder, Rocco, ist doch absolut Wahnsinn. Ja, schöne Farben vor allem. Ja, schöne Farben. Den könnt ihr euch erinnern, den 6.0, den haben wir beim letzten Video getestet. Den gibt es jetzt in grün, den gibt es in schwarz-matt, so habe ich ihn zu Hause. Und noch natürlich in anderen Farben. Der 6.0 ist eine Maschine für sich. Das ist wirklich ein Watz, aber hier der SB8 im Prinzip sieht vom Design noch mal anders aus. Rocco, wie groß bist du? 1,80. 1,80 bist du, ihr seht es hier noch mal. Er ist ein bisschen kleiner als der 6er, aber vom Komfort, was sagst du zum Komfort? Ich gehe mal weiter rüber. Nicht so watzig, wa? Ist nicht so watzig, wa? Ich sag mal, solche 45 km/h Teile, die sind gerade für einen urbanen Zweck, also die sind jetzt nicht dafür da, um irgendwie auf der Autobahn zu fahren oder sonst was. Das sind die 50 Kubikklassen hier und die sind einfach dafür da, um mal entspannt in der Stadt rumzufahren oder im Dorf, wa? Wenn ich dich mal besuche oder sowas. Dafür ist das perfekt geeignet. Und ich denke, dadurch, dass wir jetzt durch die Elektromobilität da neue Wege gehen können in der Antriebstechnik und auch vom Look einfach, sind wir hier auf einem richtig geilen Weg. Rocco, du hast vollkommen recht, der 8er hier ist vom Look einfach ein bisschen schmaler und nicht so watzig wie der 6er, wie die beiden 6er jetzt im Prinzip. Aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, hier haben wir ein deutliches Geldersparnis. Es ist einfach so. Und zwar haben wir dieses Bike hier in 2 Versionen vom Akku her. Einmal in 30 Ampere-Stunden, da bezahlt er ungefähr, ich sag mal so 2200 €, habt aber dafür auch eine Reichweite von ungefähr 70 bis 80 Kilometer. Und dann gibt es eine zweite Version, die hat im Prinzip, das ist die kleinere Version, 20 Ampere-Stunden. Mit der habt ihr eine Reichweite ungefähr von so 40 bis 50 Kilometer. Und da seid ihr bei 1999 €, also nochmal 200 € günstiger. Müsst ihr dann selber abwägen, was für eure Zwecke und vor allem für euren Stil sinnvoll ist. Aber alles in allem, ich sag mal, wie gesagt, es ist für einen urbanen Zweck und da sieht das echt super aus. Und ihr guckt mal, ich bin jetzt ein größerer, Rocco noch mal ein bisschen halben Kopf größer war und ich sitze auch extrem super entspannt hier drauf. Das muss man echt sagen und für den Nutzenfaktor ist das echt Preis-Leistung top. Dieses Bike, Leute, gibt es in 3 wirklich sexy Farbtönen, alle in matt, komplett matt. Einmal in schwarz-matt, einmal in rot-matt und einmal in so grün-matt. Das sieht wirklich brutal aus und kommen wir auch gleich mal zu den technischen Daten. Also wir haben hier ganz normal, Rocco, wenn wir hier an die Hinterachse mal gucken, einen Nabenmotor. Dieser Nabenmotor treibt im Prinzip das ganze Geschoss hier an. Ja, gehen wir auf die andere Seite, genau. Dieser Nabenmotor hat in der Peakleistung 3000 Watt und in der Dauerleistung um die 2000 Watt. Also wirklich fast im Verhältnis wie die hier. Bloß halt, ihr seht es auch schon von Dimensionen von den Reifen und sowas, das ist viel kleiner. Guckt euch mal das Watz hier Vorderrad vom 6er an und guckt euch mal hier diese Dimension an. Also das ist echt vom Verhältnis wesentlich kleiner. Vom hinten, der Hinterreifen scheint echt identisch zu sein. Du hast recht, auch von der Breite. Blinker ist auch identisch. Wir haben natürlich hier auch alles LED, können wir euch gerade mal zeigen. Hier seht ihr auch sogar sequenziell, also es ist schon wirklich sexy. Ich bremse mal, vielleicht sieht man das Bremslicht. Sieht man es, Rocco? Ja. Ich mache es tiefer, so, jetzt sieht man es besser. Jetzt sieht man es besser. Ihr seht es auch, ist wirklich alles LED an dem Bike.
wenn man jetzt hier den Stahlrahmen mal folgt, dann sehen wir hier unterm Sitz, Rocco, wenn du hier mal rüberkommst, im Prinzip eine Doppelfederbein, sagt man, wa? Doppelfederbein mit der Sitzbank zusammen. Das heißt, ihr habt hier wirklich maximalen Komfort. Eine schöne breite Sitzbank. Also egal wie schwer ihr im Prinzip seid, ihr passt hier auf jeden Fall drauf. Dieses Bike hier fährt wie halt ein 50 Kubik sein muss, 45 km/h, also 45 Stundenkilometer, und ihr erzeugt hier mit dem Nahmotor satte 95 Newtonmeter. Also das ist schon gewaltig, oder Rocco? Also fast 100 Newtonmeter auf so einem Bike, ist schon cool. Hier vorne habt ihr den Akku, das habe ich euch ja vorhin schon gesagt, einmal 30 Ampere-Stunden, einmal 20 Ampere-Stunden. Also je nach euren Bedürfnissen müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr die 200 € mehr investiert. Von meiner Seite her sage ich immer, Reichweite ist King. Deswegen nehmt ruhig das große Pack für die 200 € da mehr, das ist überhaupt kein Ding. Hier haben wir die Pedalerie, hier unten, war Rocco. Die können wir auch im Prinzip schön klappen. Das heißt, wenn ihr doch mal irgendwo an einer engen Gasse oder irgendwo eng steht, könnt ihr die auch einklappen. Das ist kein Problem. Hier ist designtechnisch, das muss man abwägen, ob man das liebt oder nicht. Es ist auf jeden Fall dann hier weiterführend zur Federgabel im Prinzip. Haben wir hier den 12 Zoll Reifen mit auf der anderen Seite der Bremsscheibe. Ist auch völlig ausreichend, ohne Mist. Das reicht dicke für die, ich sag mal, Leistungsklasse, oder Rocco? Wenn wir jetzt hier drüben mal zu dem 6er gehen, guckt euch doch mal die Bremsscheibe an. Und das ist eine Doppelbremsscheibe, das heißt, ihr habt links und rechts eine. Das ist schon echt übertrieben. Also ich weiß nicht, für einen 5, oder Rocco, jetzt mal im Ernst. Für eine 45er? Wir hatten sie am Test gehabt, also die macht schon ordentlich zu. Ja, aber das ist völlig ausreichend, oder? Wenn wir jetzt hier weitergehen, dann seht ihr auch hier natürlich hydraulische Bremsen vorne und hinten. Und habt natürlich auch hier, ich sag mal, eine Handyhalterung. Und Rocco, wenn wir gerade mal den Display bearbeiten, dann sehen wir hier auch einen schönen Display mit allen, was man eigentlich wissen muss. Hier sehen wir die Kilometer, wie viel er runter hat. Der hat ja, blutjung, 98 Kilometer runter. Den Akkustand ist nicht ganz voll, muss man sagen. Hier seht ihr nochmal eine Statusanzeige, wie ist es gerade, ist er an oder ist er aus, ready. Und hier nochmal kleine Gefahrensymbole, wenn ich jetzt Bremse ziehe zum Beispiel, seht ihr gleich einen Hinweis. Das ist schon echt cool gemacht. Natürlich die Geschwindigkeit, ganz klar. Und genau, Rocco, du sagst gerade schon die Fahrstufen. Wenn ich die jetzt mal ändere, da seht ihr die 2, die 3 und die 1. Das heißt, ihr habt im Prinzip 3 Auswahlmöglichkeiten. Je nach Bedürfnis halt, aber ich empfehle, oder Rocco, oder wir können sagen, fahrt immer in der dritten. Das ist, weil sonst ist es einfach zu zäh. Kommen wir jetzt natürlich noch zu dem Lichtsystem hier vorne. Und hier seht ihr auch alles komplett LED. Hier ist zwar eine Linse drin, aber das ist alles LED. Abblendlicht, Fernlicht, alles LED. Rocco, bleibt mal so. Ich zeige euch noch mal das Fernlicht. Ich springe jetzt mal rum. Das ist das Fernlicht, also alles LED natürlich, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Hier haben wir Tagvorlicht, hier ganz normales Abblendlicht und Fernlicht volle Hütte. Also ist wirklich toll, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr übersehen werdet oder sowas. Gerade mal in der Stadt, wisst ihr ja, wie es manchmal im Dunkeln ist. Und von daher passt das Bike so. Hier vorne haben wir einen breiteren Reifen als wie beim 6.0, war. Ist aber auch von der Zollgröße, also die Felge auch nur 12. Hier haben wir 17 da drüben. Also da merkt ihr schon, irgendwo muss der Preis da zustande kommen zwischen 3.000 € und hier 2.000 €. Ist einfach so. Kommen wir jetzt mal zum Akku. Wie lädt man denn dieses Bike überhaupt? Und zwar ganz ehrlich, ihr habt 2 Varianten. Entweder ihr nehmt den 7,3 Kilo Akku raus oder ihr ladet direkt am Bike. Wir nehmen ihn jetzt erstmal raus, um euch das zu zeigen. Und zwar habt ihr hier vorne so ein Fach mit, ich sag mal, wieder vielen Schlüsseln. Das ist typisch, das war beim 6er schon so, war Rocco. 1000 Schlüssel gefühlt. Und dann macht ihr im Prinzip die Klappe auf. Jetzt habt ihr hier einen Drehverschluss. Das heißt, ich drehe den jetzt mal auf. Zack. Und die Orientierung von Akku. Genau, die Orientierung, dass er euch nicht da hin und her wackelt oder auch geschweige denn irgendwie rausfällt oder sowas. Das drehen wir einfach mal raus. Und dann kann man hier schon im Prinzip rausziehen. 7,3 Kilo ist jetzt nicht die Welt. Hier sehen wir dann noch, Rocco, wenn du mal zeigst, den Anschluss vom System. Den nehmen wir einfach raus und dann haben wir hier schon den Akku. So sieht der ganz einfach aus. Ist ein LFP-Akku. Das bedeutet, wisst ihr ja, kennt ihr ja schon von Tesla zum Beispiel. LFP-Akkus, die könnt ihr immer 100% laden. Braucht euch keine Sorgen machen. Und ich zeige euch gerade mal, was ihr dazu braucht für Gerätschaften. Und im Prinzip stelle ich den Akku hier hin. Hab dann hier das Anschlussstück vom Netzteil, das schließe ich hier an und hier natürlich noch das Netzkabel, also einfach dran und so sieht das Ganze dann aus. Und ich sag mal, je nach Akkugröße, wenn ihr jetzt sag mal 20 Ampere-Stunden habt, dann seid ihr in 5 Stunden voll oder so 4 bis 5 Stunden und bei 30 halt
geht es 6 Stunden und dann ist das schon wieder voll. Also über Nacht ist überhaupt kein Problem. Ich finde es immer gut, dass man rausnehmen kann, weil stellt euch vor, ihr fahrt auf Arbeit und sowas oder mal irgendwo laden bei Verwandtschaft, ihr besucht die Verwandtschaft in einem Umkreis und dann könnt ihr die einfach mitnehmen und nochmal laden. Also das ermöglicht einfach weitere Möglichkeiten. Bei der Akkugröße geht das noch. Wenn wir jetzt später mal die 125er testen, war Rocco, dann geht das schon nicht mehr. Da bist du bei 50 Kilo. Ja, 50 Kilo ziehst du nicht einfach mal mehr raus, wa? Also von daher ist das echt ein Vorteil von diesen 50 Kubik Bikes. Ist das schon der große, André? Ist das Die kleinere Version, die wir jetzt hier haben? Ja, dann müssen wir mal gucken, Rocco. Ist das die große Version oder die kleine Version? Wir haben hier die 20 Ampere-Stunden Version. Das seht ihr hier auch, Capacity. Weißt du, ich zeige es euch mal gerade. Da seht ihr hier nochmal die ganzen Daten. Wir fahren mit einem 60 Volt System und haben hier im Prinzip ja die kleine Version drin. Die große Version wiegt ein bisschen mehr, aber das fällt kaum ins Gewicht. Bevor es in dem Video weitergeht, eine kurze Frage. Kennst du bereits unseren eFever-Shop für begeisterte Elektroautofahrer? Von T-Shirts über Hoodies bis Kaffeetassen wirst du dort fündig. Mit dem Code eFever bekommst du 10% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Schau gerne vorbei, wir freuen uns. Und nun zurück zum Video. So Leute, und natürlich müssen wir auch euch noch die zweite Variante zeigen. Das heißt direkt am Bike. Ihr habt eine Garage, ihr habt einen Carport, wo ihr eine Steckdose habt und dann könnt ihr im Prinzip auch das Bike direkt laden, müsst nicht den Akku rausnehmen. Und wenn ihr jetzt hier mal guckt, habt ihr hier ein seitliches Fach. Nicht wundern, meine Hände sind übel gefroren. Es ist verdammt kalt. Habt ihr jetzt ein seitliches Fach und da könnt ihr einen Stecker im Prinzip rausnehmen und den Ladestecker einfach reinfügen. Wenn ich euch mal zeige, zack. Könnt ihr noch festmachen, so, und dann könnt ihr es einfach laden, im Prinzip über eure ganz normale Schuko-Steckdose. Und wie gesagt, ich sag mal, in spätestens 6 Stunden ist er wieder voll. Alles gut. Clever gelöst. Das Clever gelöst mit dem Fach, wa? Rückseite vom Akku. Ja, hast hier das Fach drin. Das ist direkt der Akku am Ende. Wenn ihr fertig seid, macht ihr den einfach wieder rein, macht den zu hier, zack, Klappe dran und dann könnt ihr schon wieder auf den Highway cruisen und euch die Luft um die Ohren fliegen lassen. Also es ist wirklich toll gelöst, muss man so sagen. Ja, Rocco, was ist denn los hier? Hä? Was ist denn los hier? Was ist denn mit den Spiegeln los? Wir haben gerade festgestellt, Leute, dass die Spiegel ein bisschen komisch sind. Ich glaube, die sind einfach falsch montiert, oder Rocco? Übel praktisch ist, eine Handyhalterung habt ihr dabei mit USB. Und Rocco, ich würde sagen, du machst jetzt erstmal einen Tracky-Test. 0 auf 50 oder bisher 0 auf Vollgas, wa? Gib ihm! 0 auf 100. 0 auf 100! So, liebe Leute, also ihr seht auch von der Performance bis 40 km/h ist brutal. Deine Hände frieren oder zeig mal, Rocco. Das glaube ich dir. Also es ist echt hardcore, was wir hier abliefern. Leute, wenn ihr Bock habt, gebt erstmal ein Like. Und wenn ihr jetzt so ein Bike zum Beispiel mal Probe fahren wollt, also jetzt hier den 8er oder auch einfach mal den 6er drüben, dann schaut hier bei Starbikers vorbei und macht mal eine Probefahrt. Fühlt euch rein. Es ist auf jeden Fall ein Unterschied, ob ihr so ein Bike fahrt vom Fahrgefühl her, als wie so einer. Übel handlich, übel wendig. Und das ist doch eine andere Gewichtsklasse einfach, oder Rocco? Das muss man echt so sagen. Und daher, Leute, wir verabschieden uns jetzt. Schaut bei Starbikers vorbei und wir sehen uns im nächsten Video wieder mit einer anderen 50 Kubik Maschine. Bis dann, Rocco. Vielen Dank, dass du da warst. Tschüssi. Gut.